Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Dieses Mal wird es ein sehr spezielles Video geben, denn es steht nicht nur Weihnachten vor der Tür, sondern auch die Verwandten. Und die haben natürlich einen großen Hunger. Deshalb muss ich jetzt direkt in die Küche und die Gänsekeule fertig machen. Und ihr dürft mich begleiten und ich zeige euch, wie man ein perfektes Rezept für eine Gänsekeule nachkocht. Kommt mit, wir gehen los. So, kommen wir zu den Zutaten für die Gänsekeulen. Also natürlich braucht ihr Gänsekeulen. Heute mal hier 3 Stück. Dann brauchen wir etwas Butterschmalz zum Anbraten, 2 Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, einen Apfel, etwas Gemüsefond bzw. Geflügelfond. Dann müsst ihr mal gucken, welchen ihr da nimmt. Ich habe einfach irgendeinen genommen, der mir in die Hände gefallen ist. Irgendeinen Rotwein, Sellerie und dann haben wir noch Salz, Majoran, 2 Möhren, etwas, ja, ein paar kleinere Nelken, Pfeffer zum Einreiben, Lorbeerblätter und Salz hier. Und normalerweise mache ich auch etwas Beifuß dran, aber ihr glaubt es nicht, es gab keinen Beifuß mehr. Also nächstes Mal aus dem Garten trocknen für den Winter und nicht vergessen. So, das war's und jetzt gehen wir in die Zubereitung. So, als erstes müssen wir von den Beinen hier diese Sehne durchtrennen. Das machen wir am besten hier unten, damit die sich nicht so aufribbelt. Das machen wir als allererstes bei den 3 Beinen. So. Und dann müssen wir die noch einstechen mit einer Gabel, damit das Fett schön raus kann. Braucht ihr gar nicht zu viel machen, Hauptsache da sind so ein paar Löcher drin, damit das schön rausfließen kann, wenn die nachher im Ofen ist. So, natürlich sind die schon gewaschen und abgetupft und mehr brauchen wir jetzt auch erstens als Vorbereitung nicht machen. Das heißt, wir können uns jetzt um das Gemüse kümmern. Das müssen wir nämlich in der Pfanne scharf anbraten und das machen wir hier im Butterschmalz. Und dann schauen wir weiter. So, also wir werden jetzt das Gemüse waschen und danach schneiden wir das klein. Wenn ihr hier Biogemüse kauft, dann braucht ihr auch nicht zwingend die Schale abmachen. Wascht die gut und dann ist in Ordnung, das reicht. Genauso wie beim Porree. Hier der Sellerie, der sieht jetzt nicht mehr ganz so toll aus. Da schneiden wir uns ein kleines Stück raus und der Rest kommt weg. Aber ihr kennt das ja, Sellerie ist nicht immer so, naja. Gut, dann haben wir natürlich noch einen Apfel. Hier gilt das Gleiche, der ist aus dem Garten, deshalb wird der definitiv nicht geschält. Dann noch 2 Zwiebeln und eine kleine Knoblauchzehe. Gut, wir waschen das Gemüse und das Obst und dann sehen wir uns wieder. Gut. Also als erstes schneiden wir mal den Stangensellerie mal ein Stück raus hier. Also kommt der Rand ab. Dann werden wir auch die äußere Schicht mal kurz wegschneiden. Da brauchen wir auch nicht viel. Nehmt da auch nicht zu viel. Der Sellerie hat einen sehr starken Eigengeschmack. Und ihr wollt ja nicht, dass euer Gänsebein nachher nur noch Sellerie schmeckt. Deshalb schneidet er großzügig raus und nimmt einfach ein kleines Stück. So, das ist ausreichend. Bei der Möhre brauchen wir kein großes Drama draus zu machen. Die schneiden wir einfach ab. Die Stücke hier unten, die Enden. Den Porree schneiden wir auch unten die Stücke großzügig ab. Und bei der Zwiebel, gut, die müssen wir natürlich schälen. So. Das schneiden wir jetzt klein und das spule ich vor, das müsst ihr euch nicht alles angucken. So, vielleicht achtet ihr doch mal drauf. Wie ihr seht, ist die innen hier schon tatsächlich schimmelig, die Zwiebel. Das kommt nicht oft vor, aber sowas könnt ihr gar nicht mehr verwenden. Die muss weg. Da holen wir uns eine neue. Also ihr braucht das nicht so fein schneiden, das ist gar nicht nötig. Denn wenn ihr das zu fein schneidet, das wird nachher sowieso in den Bräter eingekocht und wir machen nachher eine Soße draus. Deshalb ist das nicht so wichtig. Ihr könnt das ruhig so ein bisschen gröber lassen, das ist gar nicht schlimm. Gut, das braten wir jetzt an und parallel räumen wir hier erstmal auf. So, das Gemüse ist jetzt ca. 5 Minuten schön scharf angebraten worden. Das reicht auch. Das kommt jetzt in den Bräter als Grundlage und dann kümmern wir uns nochmal um die Gänsebeine. Und während wir das tun, könnt ihr schon den Backofen heiß machen. So, also das Gemüse kommt jetzt in den Bräter. So. Schön verteilen als Grundlage für die Beine.
Dann stellen wir den kurz zur Seite. Und jetzt müssen wir die Gänsekeulen noch salzen, pfeffern und mit den Gewürzen einreiben. Das machen wir natürlich von beiden Seiten. Einmal Salz. Und frisch gemahlenen Pfeffer. Und nachher die Behältnisse alle wieder schön sauber machen. Ne? So, und noch ein bisschen Majoran dazu. Den musste ich neu holen, der war nämlich alle. Am besten immer eine Hand sauber halten für die Gewürze und mit der anderen Hand das Fleisch anfassen. Gut. Das war's. Und jetzt legen wir die genau so, wie sie liegen, mit der Hautseite nach unten in den Bräter. Und dann kommen die in den Backofen bei ungefähr 210 Grad Ober-Unterhitze mit Deckel drauf. Für mindestens jetzt erstmal 60 Minuten rein. Und dann werden wir den Fond, jetzt zeige ich euch das gleich, noch weiterhin angießen, sodass die insgesamt 90 Minuten vor sich hin brutzeln. Und erst danach werden wir anfangen, dass wir sie gebräunt bekommen, weil so werden die nur garen. Wichtig ist, ihr müsst den Deckel drauf machen, damit die nicht trocken und zäh werden. Und nach einer Stunde anfangen, den restlichen Geflügelfond damit rüber zu geben. So, die schütten wir jetzt an mit ungefähr der Hälfte. Ups. Am Rand natürlich nicht drüber. Ja. Und dann kommen noch die beiden Lorbeerblätter dazu. Und ich mache noch 2, 3 Nelken mit rein. So. Dann kommt der Deckel jetzt drauf und der ganze Kram in den Backofen. Wenn die Gänse jetzt fertig sind, dann gießt ihr das Gemüse mit den Sud in einen Topf. Wartet ein bisschen, bis ich das Fett abgesetzt habe. Das könnt ihr abnehmen und in den Kühlschrank stellen. Und da vielleicht Gänseschmalz oder Griebenschmalz draus machen. Hier kommen die Klöße rein. Das Rotkohl ist auch schon soweit. Und im Herd, wir gehen mal rüber, sind jetzt die Gänsekeulen. Das beschlägt ganz ordentlich. Wartet mal, ich hole mal ein bisschen mehr Licht dazu. So, die müssen jetzt braun werden. Da könnt ihr auch den Grill nachher ein bisschen mit benutzen, aber da müsst ihr sehr vorsichtig sein, sonst verbrennen die euch. Und dann wird hieraus eine Soße gemacht, indem ihr den Rotwein hinzufügt, abschmeckt mit Salz und Pfeffer und das Gemüse püriert. Und dann können wir auch schon anrichten. So, guck mal, wie die aussehen. Immer mal wieder mit ein bisschen Salzwasser bestreichen. Die gehen jetzt noch 2, 3 Minuten rein. Und der Grill, schön aufpassen. Und dann sind sie fertig. Also, kommen wir zur Verkostung. Ihr wisst ja, ich bin immer ehrlich, es sind 2 Tage vergangen. Ich habe es nicht geschafft, ein Video zu machen, wo die Gänsekeule ganz frisch war. Aber ihr könnt mir glauben, sie war mega lecker. Und es wurde quasi alles weggeputzt. Es gibt noch kleinere Reste. Und das ist dieses Stück, was ich hier auf dem Teller habe. Und das werde ich jetzt nochmal für euch probieren, wie sie so nach 2 Tagen schmeckt. Aber ich glaube, es bleibt weiterhin ein Genuss. Ich kann euch sagen, sie war sehr zart und die Haut war sehr knusprig. Also eine klare Empfehlung. Die ist immer noch mega lecker. Die ist natürlich jetzt nicht mehr, die Haut ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so knusprig, wie sie vor 2 Tagen war. Aber man kann sie auch jetzt noch super gut essen. Aber dafür bekommt ihr jetzt einen Geheimtipp von mir. Ich habe euch ja gezeigt, wie man Thüringer Klöße selber macht. Und diese Thüringer Klöße, da bleibt ja immer was übrig, weil du musst ja mehr Klöße machen, als du weißt, was die Leute essen. Damit keiner hungrig nach Hause muss. Und danach hast du einen großen Haufen Klöße übrig. Und was machst du jetzt damit? Und da gibt es einen geilen Tipp von mir. Ihr geht einfach hin, ihr schneidet den Kloß in so dünne Streifen, so. Oder hier das Kopfstück von dem Kloß, maximal so 1 Zentimeter dick. Und dann bratet ihr den in Butter schön braun kross an. Ich sag's euch, ein bisschen Salz drauf, ist mega lecker. So, das war's auch schon vom heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, nicht vergessen, ich werde euch auch in diesem Video noch den Link zu meinem Minibuch unten hinzufügen. Das könnt ihr euch kostenfrei runterladen und verschenken an Freunde, Verwandte. Also wer da Bock drauf hat, einfach runterladen, ist eine Dropbox, ist kostenfrei. Schaut es euch an, genießt es. Wir sehen uns. Bis nächste Woche.